Servus, hallo alle zusammen, 大家好. Dieses Video ist auf Deutsch, 我在这个影片会讲德文. Das ist ein sehr improvisiertes Video. Improvisiert ist hier in diesem Video das Schlüsselwort. 在这个影片里面的关键单字、关键词就是 improvisiert. Warum? Weil dieses Video selber sehr, sehr improvisiert ist. Ich möchte gerne hier herumgehen und euch sehr, sehr improvisiert verschiedene Dinge erzählen, verschiedene Dinge zeigen, über verschiedene Dinge sprechen. Und ich möchte, dass ihr gerne mit diesem Video und durch dieses Video neue Wörter lernen könnt, vielleicht neue Dinge sehen könnt oder schöne Dinge sehen könnt und so weiter und so fort. Erste Frage einmal, wo bin ich jetzt? Ich bin hier in einem Park. Ich bin hier in einem Park in Kaohsiung. Heute ist Sonntag und weil heute Sonntag ist, sind auch mehr Leute draußen. Ich mache ganz generell in einem Park sehr gerne Videos. Ich bin sehr gerne in Parks. Ich finde Parks sehr entspannend. Ich mag die Atmosphäre. Ich mag es auch, in Parks Videos zu machen, weil es dort nicht immer so laut ist. Wenn ich zum Beispiel in Kaohsiung auf dem Gehsteig, der Gehsteig, das ist der Bürgersteig. Wenn ich auf dem Gehsteig Videos mache, dann ist es oft viel zu laut. Warum? Weil neben dem Gehsteig die Autos fahren, die Mopeds fahren. Da kann ich nicht sehr gut reden, da kann ich mich auch nicht so gut auf das Video konzentrieren. Und hier, wenn ich im Park bin, kann ich ganz einfach und ganz leicht sehr improvisiert ein Video machen. Ganz generell improvisiere ich sehr gerne, wisst ihr? Ich liebe es zu improvisieren. Was heißt eigentlich das Wort improvisieren? Das ist eigentlich ein lateinisches Wort, wenn ich richtig liege. Es ist kein germanisches Wort in dem Sinne, sondern es ist ein Fremdwort. Wenn ich etwas improvisiere, dann mache ich etwas ganz ungeplant. Ich habe vorher keinen bestimmten Plan oder keinen detaillierten Plan. Oder ich habe nicht ganz genau durchgedacht, was ich wann mache, sondern ich mache etwas ganz improvisiert. Tut mir leid, hier ist die Sonne. Ich gehe am besten so weiter. Ich glaube, es ist besser, gegen die Sonne zu gehen, weil ihr mich dann besser sehen könnt. Okay, ganz improvisiert kann man auch viele andere Dinge machen, nicht nur ein Video. Das sind zwar ein paar liebe Kinder, die hier Rad fahren. Ich rede einfach weiter, ganz improvisiert. Also, man kann auch in der Musik improvisieren. Man kann mit einem Musikinstrument improvisieren. Du hast sicher einmal eine Improvisation von einem Musikinstrument gehört. Ganz egal, ob das eine Gitarre ist, ob das ein Schlagzeug ist, es ist ganz egal. Eine Geige, eine Violine, ein Klavier. Es gibt beispielsweise in der Jazzmusik sehr viele Improvisationen. Dort ist die Improvisation ein Stilmittel. Dort ist die Improvisation so wichtig und so grundsätzlich und so essentiell, dass diese Musik fast nur aus Improvisation entsteht oder besteht. Und was heißt eigentlich Improvisation noch einmal? Also, du hast eine gewisse Grundlage, du hast gewisse Dinge, die du vielleicht machen möchtest, du hast gewisse Dinge, die du realisieren möchtest. Du hast eine Grundrichtung, aber du hast nicht komplett festgelegt, was du eigentlich machen möchtest. Du hast nicht komplett festgelegt, wie zum Beispiel dieses Lied aussehen soll oder wie dieses Video aussehen soll. Ich weiß zum Beispiel noch nicht, wie dieses Video in 10 Sekunden aussehen wird. Ich weiß das noch nicht. Das ist einfach ein improvisiertes Video. Ich rede mit dir einfach genau darüber, was mir in den Sinn kommt und ich rede mit dir darüber, was ich interessant finde oder vielleicht, was ich hier einfach um mich sehe. Hier sind jetzt viele Leute und genießen hier die Sonne. Ja? Aber warum finde ich, noch einmal zurück zum Wort improvisiert, warum finde ich Improvisation so interessant? Auch wenn ich Videos mache, improvisiere ich extrem viel. Wenn ich Videos mache, schreibe ich nie Transkripte. Ich schreibe nie vor ein Programm. Ich habe natürlich eine grundlegende Richtung. Ich habe ein paar Grundinhalte, die ich in jedem Video machen möchte oder behandeln möchte. Zum Beispiel, wenn ich ein grammatisches Thema habe oder wenn ich einen Schlüsselsatz habe,
dann habe ich quasi diese Grundlage, aber alles andere, was du in meinen Videos siehst, entsteht erst im Moment. Ja? Das heißt, wenn ich improvisiere, dann mache ich etwas im Moment. Es geht darum, im Moment etwas zu machen. So, noch ein paar andere Kinder. Wie gesagt, wir sind in einem Park. Und ja, und ja, ein YouTuber, genau. Ein YouTuber ist hier. Und ja, ein YouTuber improvisiert. Ein YouTuber, der kein Englisch spricht, sondern Deutsch spricht. Auf jeden Fall, das ist das Lustige. Wenn man wirklich in jeder Sekunde, von Sekunde zu Sekunde weitermacht, dann ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn man sich vorher schon einen ganz fixen Plan gibt und vorher schon sagt, ich muss das machen und ich muss das machen und das muss so sein und das muss so sein. Deswegen gefällt mir die Improvisation so gut, weil man einfach sehr flexibel ist. Man muss auch sehr flexibel sein, man muss sehr frei und man muss loslassen können, man muss ein bisschen freier sein und das akzeptieren, dass man loslassen muss, weil man kann nicht kontrollieren, was in der nächsten Sekunde passiert. Man kann nicht kontrollieren, was in den nächsten 10 Sekunden passiert. Und wenn einem die Worte ausgehen, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll, kann man das genauso wenig kontrollieren. Das heißt, es ist zum einen eine Herausforderung, es ist zum einen eine Art von Stress, aber zum anderen ist es eine sehr große Freiheit und es macht sehr großen Spaß. Es ist sehr reizvoll, weil man eine so freie Bewegungsmöglichkeit hat. Und deswegen habe ich eigentlich schon von Anfang an nie Transkripte geschrieben und ich habe mir nie gedacht, okay, alles muss ganz genau geplant sein, sondern ich liebe improvisieren. Ich liebe eigentlich auch frei zu sprechen. Ich spreche sehr gerne frei, ich spreche sehr gerne über verschiedenste Themen in meinen Videos. Und manchmal fällt mir einfach irgendein Thema ein und ich denke mir, wow, das muss ich den Leuten einfach sagen, das muss ich einfach mitgeben oder oh, das kann ich auf Deutsch erklären oder ich kann erklären, wie wir das auf Deutsch sagen oder auf Deutsch machen. Und das sind alles ganz, ganz kleine Elemente, ganz, ganz kleine Teile, die man in ein Video integrieren kann. Ja? Ja, wie du siehst, ich bin in einem Park, viele Bäume, um mich siehst du hier einen Fluss. Ein Fluss hier, ein regulierter Fluss. Und ja, ich komme jetzt schon langsam zur Straße. Es wird langsam ein bisschen lauter. Wir können auch testen, wie gut dieses Mikrofon hier diese Lautstärke abblocken kann. Und eigentlich habe ich dieses Mikrofon schon durch ein anderes Mikrofon ausgewechselt. Ich habe ein neues Mikrofon gekauft. Warum? Weil dieses Mikrofon ein bisschen groß ist. Ich habe gerne ein bisschen kleinere Mikrofone, die nicht so offensichtlich sind. Und deswegen habe ich eigentlich dieses Mikrofon in letzter Zeit nicht mehr so oft verwendet. Okay, ich glaube, ich mache hier mal einen Punkt. Ich bin jetzt hier in einer Kreuzung angelangt. Hier siehst du schon die Mopeds, den Lärm, der Straßenlärm und hoffentlich habt ihr etwas Interessantes in dem Video lernen können oder hören können, irgendeine neue Idee bekommen, eine Inspiration bekommen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr zu diesem Video sagen möchtet, was ihr zu diesem Video denkt. Kennt ihr schon das Wort improvisiert, Improvisation? Habt ihr dieses Wort mal benutzt im Deutschen? Improvisiert ihr gerne? Wie steht ihr dazu? Habt ihr vielleicht ein Musikinstrument? Könnt ihr auf dem Musikinstrument improvisieren? Ich zum Beispiel habe früher auch Musikinstrumente gespielt, jetzt mache ich das nicht mehr so viel. Aber ich fand es immer sehr, sehr schwierig. Also ich hätte gerne mehr improvisieren können, aber ich habe nie gut auf einem Musikinstrument improvisieren können. Ich habe das nie gut können. Das war nicht sehr schade, weil es auch sehr schwierig ist. Aber beim Videos machen fällt mir das ganz, ganz einfach. Beim Videos machen fällt mir das Improvisieren am einfachsten, glaube ich zumindest.
Auch beim Sprechen. Also das ist meine Stärke, wenn es um das Improvisieren geht. Das heißt also, dieses Video war komplett improvisiert. 10 Minuten, mehr als 10 Minuten, komplette Improvisation. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Ich freue mich sehr über Likes. Ihr könnt gerne das Video teilen und wunderschönen Tag noch. Alles Gute und ciao.